Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's! Oh, was? Schon wieder Montag? Das Wochenende war viel zu schnell vorbei. Ich konnte mich gar nicht richtig erholen. Was? Schon wieder Montag? Das Wochenende war viel zu schnell vorbei. Ich konnte mich gar nicht richtig erholen. Am Freitag musste ich bis in die Nacht arbeiten. Am Samstag habe ich fast den ganzen Tag geschlafen und am Sonntag hatte ich viel zu erledigen. Am Freitag musste ich bis in die Nacht arbeiten. Am Samstag habe ich fast den ganzen Tag geschlafen und am Sonntag hatte ich viel zu erledigen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalten soll. Mein Chef gibt mir immer mehr Aufgaben, obwohl ich jeden Tag Überstunden mache. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalten soll. Mein Chef gibt mir immer mehr Aufgaben, obwohl ich jeden Tag Überstunden mache. Nachts kann ich wegen dem ganzen Stress gar nicht mehr richtig schlafen. Nachts kann ich wegen dem ganzen Stress gar nicht mehr richtig schlafen. Egal, ich muss jetzt los, damit ich nicht zu spät komme. Egal, ich muss jetzt los, damit ich nicht zu spät komme. Einer meiner Freunde hatte mal ein ähnliches Problem. Das Einzige, was ihm geholfen hat, war eine lange Pause. Ich glaube, er war 2 Monate in Italien. Einer meiner Freunde hatte mal ein ähnliches Problem. Das Einzige, was ihm geholfen hat, war eine lange Pause. Ich glaube, er war 2 Monate in Italien. Naja, das Glück war noch nie auf meiner Seite. Das Lottospielen lasse ich am besten fürs Erste sein. Naja, das Glück war noch nie auf meiner Seite. Das Lottospielen lasse ich am besten fürs Erste sein. Hier ist meine Arbeit. Jetzt beginnt wieder ein langer Tag. Normalerweise arbeite ich unter der Woche zwischen 10 und 12 Stunden. Hier ist meine Arbeit. Jetzt beginnt wieder ein langer Tag. Normalerweise arbeite ich unter der Woche zwischen 10 und 12 Stunden. Oh Mann, schon wieder so viele E-Mails. Das wird den ganzen Tag dauern, alle zu beantworten. Oh Mann, schon wieder so viele E-Mails. Das wird den ganzen Tag dauern, alle zu beantworten. Und dann muss ich auch noch die Präsentation für unser Meeting heute Abend vorbereiten. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und dann muss ich auch noch die Präsentation für unser Meeting heute Abend vorbereiten. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich hoffe bloß, dass mein Chef mir nicht noch mehr Aufgaben gibt. Ich hoffe bloß, dass mein Chef mir nicht noch mehr Aufgaben gibt. Hallo, Herr Schuster. Ich habe hier noch ein paar Unterlagen, die sortiert werden müssen. Hallo, Herr Schuster. Ich habe hier noch ein paar Unterlagen, die sortiert werden müssen. Guten Tag, Herr Feser. Muss das denn sein? Ich habe heute ehrlich gesagt noch viel zu tun. Guten Tag, Herr Feser.
Muss das denn sein? Ich habe heute ehrlich gesagt noch viel zu tun. Ach, stellen Sie sich nicht so an, Herr Schuster. Das schaffen Sie schon. Ach, stellen Sie sich nicht so an, Herr Schuster. Das schaffen Sie schon. Bei mir sieht es wirklich schlecht aus. Ich muss noch unzählige E-Mails beantworten und die Präsentation für heute Abend vorbereiten. Bei mir sieht es wirklich schlecht aus. Ich muss noch unzählige E-Mails beantworten und die Präsentation für heute Abend vorbereiten. Das schaffen Sie schon, Herr Schuster. Da bin ich mir sicher. Das schaffen Sie schon, Herr Schuster. Da bin ich mir sicher. Ach du meine Güte, wie soll ich denn das jetzt auch noch schaffen? Ach du meine Güte, wie soll ich denn das jetzt auch noch schaffen? Mir ist von der ganzen Arbeit schon schwindelig geworden. Ich fühle mich nicht gut. Mir ist von der ganzen Arbeit schon schwindelig geworden. Ich fühle mich nicht gut. Und mein Kopf tut auch schon weh. Und mein Kopf tut auch schon weh. Oh. 3 Tage später. 3 Tage später. Letzte Woche bin ich auf Arbeit ohnmächtig geworden. Ich glaube, es war einfach zu viel Stress auf einmal. Letzte Woche bin ich auf Arbeit ohnmächtig geworden. Ich glaube, es war einfach zu viel Stress auf einmal. Diese Woche habe ich erst einmal frei bekommen. Danach schaue ich, wie es weitergeht. Diese Woche habe ich erst einmal frei bekommen. Danach schaue ich, wie es weitergeht. Heute habe ich einen Termin bei einem Therapeuten. Meine Ärztin hat gesagt, dass ich mich mal untersuchen lassen sollte. Heute habe ich einen Termin bei einem Therapeuten. Meine Ärztin hat gesagt, dass ich mich mal untersuchen lassen sollte. Ich bin gespannt, was der Therapeut sagt. Ich bin gespannt, was der Therapeut sagt. Hallo, Herr Schuster, was führt Sie heute zu mir? Hallo, Herr Schuster, was führt Sie heute zu mir? Hallo, Doktor, ich habe in letzter Zeit auf Arbeit sehr viel Stress. Vor ein paar Tagen wurde mir dann schwindelig und ich bin einfach umgekippt. Hallo Doktor, ich habe in letzter Zeit auf Arbeit sehr viel Stress. Vor ein paar Tagen wurde mir dann schwindelig und ich bin einfach umgekippt. Verstehe. Wie sieht es denn mit Ihrem Schlaf aus? Schlafen Sie gut? Verstehe. Wie sieht es denn mit Ihrem Schlaf aus? Schlafen Sie gut? Ehrlich gesagt nicht. Ich kann schon seit Wochen nicht richtig schlafen. Ehrlich gesagt nicht. Ich kann schon seit Wochen nicht richtig schlafen. Alles klar. Das sieht ganz nach einem Burnout aus. Alles klar. Das sieht ganz nach einem Burnout aus. Was? Oh nein. Was bedeutet das? Was? Oh nein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie zu viel arbeiten. Ich empfehle Ihnen, sich erstmal eine Auszeit zu nehmen. Am besten für 2 Monate. Das bedeutet, dass Sie zu viel arbeiten. Ich empfehle Ihnen, sich erstmal eine Auszeit zu nehmen. Am besten für 2 Monate. Das werde ich machen, Doktor. Vielen Dank.
Das werde ich machen, Doktor. Vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne. Hier geht es mir schon viel besser. Hier geht es mir schon viel besser. Sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne einen Kommentar, wenn ihr ein Video zu einem bestimmten Thema wollt. Auf unserer Website likegermans.com findet ihr weiteres Material zum Deutschlernen. Bis zum nächsten Video. Euer David und Daniel. Viel Spaß!